Herzlich willkommen bei Originalräder. Mein Name ist Toni und das ist unsere erste Folge, so eine kleine Wissensfolge. Wir wollen eine kleine Serie starten zu alles rund um Felgen. Wir sind hier nämlich bei unserer Halbjahresinventur und wir nutzen einfach mal die Zeit, sind mit dem Studio hier ins Lager gezogen und möchten euch heute mal ein bisschen was erklären zu den Felgenabmaßen, die ihr in den Felgen immer findet. Wir haben uns dafür hier die schöne 16 Zoll Sedona Felge von Volkswagen rausgesucht. Und das ist eine 6,5 J x 16 H2 mit der ET, also Einpresstiefe 50. Was bedeuten die ganzen Sachen? Zunächst, 6,5 J ist nichts weiter als die Breite, die hier bei den beiden Felgenhörnern innen gemessen wird, in Zoll angegeben. Sie wird auch die Felgenmaulweite genannt und sagt wie gesagt, wie breit die Felge in Zoll ist. Wir haben eine 16 Zoll Felge, das kommt hinter dem X, und 16 Zoll, klar, ist der Zolldurchmesser sozusagen von der Felge auch wieder in Zoll angegeben. Wir haben hier ein H hinterstehen. Das H bedeutet, das steht für Hump. Wir haben hier einen sogenannten Doppelhump. Und der Hump, den sieht man hier ganz gut, der ist dafür da, dass der Reifen nach dem Aufzug halt nicht wieder runterrutscht. Wäre natürlich nicht so schön, wenn der Reifen von der Felge rutschen würde. Dann kommen wir zur Einpresstiefe. Die Einpresstiefe ist hier mit 50 angegeben. Die Einpresstiefe wird in Millimeter angegeben und man kennt sie auch im Englischen als Offset oder bei BMW wird sie gerne mit IS angegeben. Die Einpresstiefe sagt Folgendes aus. Man muss sich das vorstellen, man hat hier die gedachte Felgenmitte. Es gibt einmal die Innenseite und einmal die Außenseite und man hat den Radflansch, also wo quasi das Rad, die Felge, auf die Narbe des Fahrzeuges kommt. Die Einpresstiefe sagt an, wie viel Abstand dieser Flansch von der gedachten Felgenmitte hat, in Millimeter angegeben. Das heißt, die gedachte Felgenmitte bis zum Radflansch sind hier jetzt 50 Millimeter. Wenn man jetzt eine Einpresstiefe hat, die genau auf 0 ist, würde das bedeuten, dass der Radflansch exakt auf der Felgenmitte aufliegen würde. Es gibt auch eine negative Einpresstiefe, zum Beispiel bei LKWs ist es häufig der Fall, dass denn der Radflansch näher an der Innenseite ist, innen gesehen vom Fahrzeug, als an der Außenseite. Dann hat man eine negative Einpresstiefe. Das hat man nicht so häufig bei PKWs, wie gesagt, öfter bei den LKWs. Das heißt, die Einpresstiefe sorgt auch dafür, wie weit innen oder außen eine Felge steht. Das heißt, eine hohe Einpresstiefe bedeutet, dass die Felge weiter innen steht. Je niedriger die Einpresstiefe ist, also jetzt eine ET20 zu einer ET50 zum Beispiel, desto weiter außen steht die Felge. Ja, was wir aber am liebsten sehen, hier bei uns bei Originalräder, ist eine Originalteilenummer. Dazu aber mehr in den nächsten Folgen von, weiß ich nicht, wie wir es nennen, unseren Wissensfolgen. Ja, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was können wir besser machen, oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Videos wollt, wozu ihr Informationen haben wollt, schreibt uns einfach in die Kommentare. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.